obwohl die uns nicht kennen und Samuel auch nicht kennen. Also wir fühlen uns unter Druck und sehr geehrt. Vor allem ich fühle mich unter Druck. Naja, Samuel spielt seit seinem 6. Lebensjahr, um allen Fragen vorwegzukommen. Der hat nicht mit 2 Jahren angefangen, der ist ganz normal. Hat in der 1. Klasse angefangen, Klavier zu spielen. Das Einzige, was anders war, ich spreche jetzt langsam, weil ich habe gemerkt, er übt. Und das ist der größte Teil der Begabung. Er übt jeden Tag, er übt viele Stunden. 1. Klasse 1 Stunde, 2. Klasse 2 Stunden. Jetzt ist in der 6. Klasse, also 3-4 Stunden am Tag ist normal. Damit sie wissen, woher die Begabung kommt. Die kommt eben nicht von irgendwoher, sondern tatsächlich vom Üben. Das Stück, was er Ihnen heute präsentiert, ist ein Theaterstück, was er selber geschrieben hat. Und zwar inspiriert haben ihm Revolting Rhymes von Roald Dahl. Also alle, die Roald Dahl kennen, kennen auch Revolting Rhymes. Also er hat im Prinzip bekannte Märchen neu erzählt, auf sehr lustige Art und Weise. Und das hat Samuel dazu inspiriert. Und es gab noch eine zweite Inspiration. Er spielt unter anderem ein Stück von Mendelssohn, das heißt Spinning Song, also Spinnradmusik. Und als die Anfrage kam für ein Konzert, haben wir gesagt, naja, einfach Konzert, klassische Musik. Das Publikum ist nicht mehr so trainiert, obwohl auf sie trifft das nicht zu, eher so auf jüngere Semester. Man muss es irgendwie lustiger gestalten. Und dann habe ich gesagt, dann zählst du dazu Dornröschen, denn du spielst ja Spinning Song. Er hat gesagt, naja, Dornröschen wäre zu langweilig. Also hat er sich hingesetzt und hat das Märchen vom Dornröschen neu geschrieben in eigenen Reimen. Das heißt, es kommt immer ein Teil vom Dornröschen und dazu das passende Klavierstück. Er wird keine Ansagen machen, was er spielt, also es ist alles durcheinander, es ist dabei Bach, Beethoven, Debussy, Maschkowski, Mendelssohn. Wenn Sie dann nachher Interesse haben, was genau er gespielt hat, können wir Ihnen das sagen. Also nur, dass Sie sehen, das ist der Stapel. Aber er spielt nicht komplett durch, keine Angst. Aber das war notwendig, um dieses Programm aufzustellen. Also er hat insgesamt, bis er soweit ist, mit diesem Programm über ein Jahr geübt. Nur dieses Programm. Also es ist durchaus sehr, sehr viele Stunden drin. Deswegen, ich hoffe, er übersteht es. Das ist jetzt nicht die Premiere, die haben wir hinter uns, aber es ist trotzdem immer wieder aufregend. Ich habe noch eine Bitte, während der Vorstellung nicht zu klatschen, behalten Sie Ihr Applaus für nachher, weil das stört ein bisschen den Fluss und dauert unnötig lange. Ja, also ansonsten vielen Dank und wir begrüßen den jungen Künstler. Sagen wir gerne. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Und ich möchte Ihnen heute, wie meine Mutter schon angesagt hat, mein neues Programm vorstellen. Und zwar die Alternative für Dornröschen, abgekürzt die AfD. Es war einmal, so fängt ja dann bekanntlich jedes Märchen an. Und ihr denkt wohl, die Geschichte sei famos und die Fakten alternativlos. Nun ja, lange habe ich darüber nachgedacht und etliche Stunden damit verbracht, die Geschichte gründlich zu recherchieren, um mich vom Publikum nicht zu blamieren. Ich präsentiere euch im vollen Umfang die alternativen Fakten mit musikalischem Klang, wie sich die Geschichte zugetragen hat um Dornröschen und ihren ganzen Stand. Es fing ja alles damit an, dass der Prinz war drauf und dran, in der Pubertät dem Mädchen nachzulaufen und um die Besten sich zu raufen. Dann sah er sie und es zitterte sein linkes Knie. Sein Verstand wanderte vom Kopf in die Hose
und seine Moral wurde daraufhin ziemlich lose. Daher beschloss der Prinz, eine Ehe wäre vielleicht doch keine schlechte Idee. So heirateten sie und alles war prächtig. Der Prinz wurde König und die Königin trächtig. Eine neue Prinzessin erblickte das Licht dieser Welt. Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. Hier komme ich zu der Stelle an, für die erste musikalische Übersetzung dran. Die Geburt der Prinzessin will man ja entsprechend begrüßen und ihre Ankunft mit einer Feier versüßen. Der König sagt: Liebe Leute, lasst uns eine Party machen. Und alle sollen lauthals lachen. Laden wir jeden im Königreich ein. Außer Tante Minna, denn sie ist gemein. Der Saal wurde mit Gold geschmückt. Alle waren ganz verzückt. Die Gäste kommen in Scharen ins Haus. Der König flippt vor Freude aus. Die Diener nehmen raus das Bier. Und jetzt geht Samuel ans Klavier.
Grad hatte die Musik erklungen, da ist schon Minna angekommen. Sie ging sofort zum Tanzparkett und zerstörte das ganze Menuett. Die Minna tanzt mal hoch, mal runter. Für Gefühl, ja ziemlich munter. Sie sagte: Keiner hatte mich eingeladen und diese Party hat keinen Faden. Für diese Schmach werde ich mich rächen und die Prinzessin soll sich in den Finger stechen. Dann wird sie sterbend auf dem Boden liegen und mit den Todesengeln in die Hölle fliegen. Plötzlich verschwand sie mit lautem Lachen. Das ließ die Party zusammenkrachen. Die Eltern der Prinzessin waren ganz verstört. So etwas hatte man noch nie gehört. Sie suchte nach Lösung und baten um Rat. Doch keiner kam auf den richtigen Draht. Nur die Yoga-Tante Astrid wusste Bescheid. Sie wusste, wie man es verändert, das große Leid. Sie meditierte alle in den Schlaf, vom König bis zum kleinen Graf. Sie verkündete mit sanftem Lächeln: Die Prinzessin, so lieblich und fein, wird nicht sterben, so ganz allein. Wenn sie sich sticht, dann wird sie 100 Jahre schlafen, außer sie wird geküsst von einem edlen Grafen. Astrid veränderte die Prophezeiung. Für die Prinzessin war es die Befreiung. Für unsere Befreiung sorge ich vielleicht mit einer Beethoven-Sonate, finden Sie nicht?
Einige Jahre flossen dahin. Die Schulpflicht kam den Eltern langsam in den Sinn. Eine Schule hier, eine Schule dort. Die Königseltern finden keinen Ort. Die bilinguale internationale Schule ist zu weit. Für die ist die Prinzessin noch nicht bereit. Und das Montessori-Konzept ist auch nicht besser. Eine Schule zu finden ist wirklich ein Stresser. Doch eine Schule war sehr nah. Sie schickten sie, und das ist wahr, die kleine Prinzessin zum Waldorf-Grundschulhaus. Bei dem Gedanken kriege ich schon den Graus. Und in der ersten Stunde, ich fange an durchzudrehen, gab es für jede Klassenstufe Kissen nähen. Und statt Mathe und Chemie gab es in der nächsten Stunde Eurythmie. Eurythmie, für die, die es nicht wissen, dafür braucht man kein schlechtes Gewissen. Ist, wenn man tanzen kann, sein Name. Ich hoffe, Sie haben verstanden, meine Herren und Damen. Die Schule war für die Prinzessin viel zu lahm, denn sie wusste schon den ganzen Kram. Daher träumte sie von der Möglichkeit, von der Schule wegzurennen oder zumindest lange auszupennen. Eines Tages hatte die Prinzessin gehört, darüber war sie ganz verstört, wenn sie sticht, dann schläft sie ein. Ein Gedanke kam herein, absichtlich will sie sich stechen und auf der Stelle zusammenbrechen. Deswegen nahm sie Werkunterricht, machte Kunde von ihrer Pflicht. Sie schaute in der Klasse aufs Spinnrad wie gebannt. Es selbst zu versuchen, darauf war sie sehr gespannt. Die Spinnradmusik ging mal hoch, mal runter, na, ungefähr so, vielleicht noch bunter.
Die Prinzessin fand eine alte Nähmaschine in der großen Glasvitrine. Sie machte sich schnellstens aus dem Staub und war erfreut über ihren Raub. Sie schrie: Jetzt könnt ihr nichts mehr machen. Und fing dann auch noch an, gemein zu lachen. Doch auf einmal wurde ihr sehr pein und ihre Eltern fielen ihr ein. Doch kurz danach störte sie der Gedanke nicht, denn sie wollte weg von der großen Pflicht. Sie hob die Nadel hoch empor, ihr Gewissen schrie ihr laut ins Ohr: Tu es nicht, Prinzessilein, sei doch brav und lieb und fein. Doch die Prinzessin wollte endlich ausschlafen und ihre Eltern damit bestrafen. Von da an wurde das Schloss vom Wald bewacht. Das nächste Stück ist ruhig und voller Pracht. Es gab einen Prinzen,
sehr weit und fern. Paarschippen würde er besonders gern. Doch seine Gegend ist ein Funklochort. Es gab einfach kein Internet dort. Also musste der Prinz, ohne Zeit zu schinden, auf Reisen gehen, um eine Prinzessin für sich zu finden. Das Bild einer schönen Prinzessin fiel ihm in die Hand. Daraufhin verlor er den Verstand. Der Legende nach schlief sie schon seit 100 Jahren fest in einem fernen Schloss in Bukarest. Er reitete los, direkt aufs Ziel. Er war so aufgeregt, dass er sogar aus dem Sattel fiel. Doch von ihrem Aufenthaltsort hatte er jedoch keinen Schimmer. Sie war nirgends aufzufinden, so durchsuchte er jedes Zimmer. Und da fand er sie, die süßeste aller Frauen. Deren Schönheit würde jeden Mann einfach umhauen. Er beugte sich vor und gab ihr einen Kuss. Gleich kommt das nächste Stück. Ich freue mich auf den Schluss. Die Prinzessin wachte schleunigst auf und sah auf die Uhr hinauf. Dann schaute sie in das grelle Licht. Vor ihr stand ein fremdes Gesicht. Sie sprang auf und schrie, What the heck? und schmiss den Prinzen in den Dreck. Sie sagte, Du wagst es, mich zu küssen. und stampfte kräftig mit ihren Füßen. Sie rief lauthals nach den Wachen. 10 kamen rein und fingen an zu lachen. Sie schleppten ihn mit Gewalt auf die Wiese. Dieser Umgang
war schon sehr, sehr miese. Und eins war ihm doch ziemlich klar, dass er nicht sehr erfolgreich war. Die Prinzessin rief: Einen wie dich will ich nicht haben. Ich mag Kunst, Architektur und bunte Farben. Vielleicht sogar ein Musiker. Danach hörte er sie gar nicht mehr. Doch der Prinz ließ sich nicht so leicht besiegen. Jetzt wollte er sie sicher kriegen. Mit dieser Kränkung nahm sie ihm die Ehre, also beschloss er eine Jazzmusikerkarriere. An dieser Stelle mache ich ein bisschen Krach und dazu passt am besten Bach. Nach vielem Üben mit dem Saxophon konnte er spielen, den perfekten Ton. Er ritt ganz schnell zurück zum Schloss auf seinem neuen, edlen Ross. Dort packte er das Saxophon aus und spielte, begleitet vom tosenden Applaus. Die Prinzessin ist tief berührt, denn sie wurde von der Musik verführt. Sie rief: Jetzt Nehme ich dich zum Mann, ich stehe voll in deinem Bann, denn die Musik wird uns verbinden. Ich werde keinen wie dich finden. Schnell ordnet sie eine Hochzeit an, für sich und ihrem lieben Mann. Sie tanzten viel bis in die Nacht. Es wurde sehr, sehr viel gelacht. Es floss der Wein, bis in den Morgen vergaßen Leute ihre Sorgen. Die Jazzmusik erfreute Gäste. Es war das Schönste aller Feste. Und auf das schöne Leben, wie die Franzosen sagen, sans souci, spiele ich jetzt noch mal Musik von Debussy.
Ende. Ich habe aufgeräumt mit der Legende, dass ein Mädchen mit einem Kuss zu kriegen sei. Dafür braucht man mehr, zweifelsfrei. Ich empfehle allen Männern hier, spielen Sie am besten am Klavier. Oder vielleicht an der Posaune, denn die Musik macht gute Laune. Eine Nocturne oder Sonate, zur Not auch eine Bachkantate. Und sei es Ihnen nicht vergönnt, dann sagen Sie, spiel es nochmal, Sam. Wenn Sie jemals daran haben bezweifeln sollen, dass jüdische Kinder keine Genies sind, hier haben Sie das Beweis, dass jüdische Kinder Genies sind. Lieber Samuel, du hast das erstmal du bist ein begnadeter Klavierspieler, wirklich. Also sensationell, wie du das gemacht hast. Ich denke, Sie stimmen alle zu, dass Sie gerne ein begnadeter Klavierspieler sind. Wie du das verstanden hast, weil das Vorspiel dieses Stückes, wie du das kombiniert hast, sowas hat, glaube ich, hier noch nie irgendjemand erlebt. Und wirklich, also wirklich großartig, du hast das alles gemacht, ohne Noten, die meiste Zeit hast du da gar nicht reingeguckt. Also wirklich, Koller Wort. Ich muss auch sagen, also erstmal, man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel du geübt hast und üben musst, um das so darzubieten. Wirklich große Klasse, Samuel. Wir danken dir wirklich von Herzen. Ich bin davon überzeugt, wir müssen natürlich dann an die Mama danken oder an den Papa. Ohne ihre Unterstützung wäre das sicher gar nicht möglich. Aber natürlich, der Hauptanteil trägst du natürlich daran. Aber wirklich muss ich sagen, wir wünschen dir alles gut. Wir sind, denke ich, sprechen alle unseren Namen, dass wir alle davon überzeugt sind, dass du eine große Karriere vor dir hast. Wirklich, also große Klasse, also wirklich einmalig. Also, danke.